Morgen, Kollege. Heute fährst du den R3404 von Adnang-Buchheim bis nach Steinach-Irdning. In Oberdorn-Dachsteinhöhlen löst dich dann ein Kollege ab und bringt den Zug nach Steinach-Irdning. Plananfahrt ist um 6:43 Uhr hier in Ebensee Bahnhof. Du hältst in allen Stationen. Gute Fahrt. Und somit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video im Train-Simulator. Das ist ein Wunschszenario für einen lieben Fabian. Und wir fahren auf der Salzkammergutbahn. Und jetzt rüsten wir den Zug einmal auf. Jetzt schalten wir gleich einmal die Batterie ein. So. Müsste gleich anspringen. Türwahl, Schalter an. Licht. Batterie ist auch schon da. Führerstand anmelden, Richtungswender nach vorne. Instrumentenbeleuchtung, jetzt kriegen wir einen Gegenzug. AFB stellen wir auf 40. Also V-Sollsteller heißt er ja bei uns, nicht AFB. So. Hauptschalter ist auch ein Sprung nach außen. Wir fahren heute mit dem 8073 210 08 auf der Salzkammergutbahn. Das ist eine Freeware-Strecke und bespannt ist der Zug hinten, also geschoben faktisch, mit einer Baureihe. Na, was ist das, Leute? Wer weiß es? Genau, eine 1142 der ÖBB. Das ist die Freeware-Version von RWA und wir haben Abfahrt. Das heißt, wir können los. Sobald wir so, wie gesagt, die Salzkammergutbahn ist eine Freeware-Strecke. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Ja, und jetzt fahren wir mal. Leider passen die Geschwindigkeiten im Hut teilweise nicht, aber mal schauen, wie wir es fahren können. Das ist an und für sich. Machen wir, dass wir mal da Außenansicht kriegen. Ich will eine von unten. Na gut, dann nehmen wir eine von oben. Na gut, komm. Ich habe jetzt gerade ein bisschen komisch gedreht. Wir kriegen keine von unten momentan. So, jetzt haben wir da im Hut haben wir 80 stehen. Ich hätte gesagt, dann fahren wir auch die 80. Kriegen wir jetzt eine von unten. Leute, ich habe heute ein Pech. Warum da Geschwindigkeitsüberschreitung jetzt kurz war, da haben wir jetzt einen 60er. Da war aber im Hut steht 80, also ihr seht, das passt nicht ganz. Aber wie gesagt, das ist halt Freeware-Strecke, da kann man sich nicht allzu viel. Jetzt schreibt er mir da wieder 70 an. Ich habe aber einen 60er Anzeige. Fahren wir noch die Tafeln oder fahren wir noch den Hut? Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch die Tafeln. Ich probiere es einmal ohne Hut. Wenn wir in jeder Station halten müssen, müsste ich das ja eigentlich hinbekommen. Schauen wir mal. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Stationen heißen, weil ich ja das Hut ausgeschalten habe.
Mit dem Reinfahren, mit dem Reinbremsen ist es jetzt auch ein bisschen schwieriger. Ohne Hut, das tut's mir was an, Leute. Ein bisschen dynamische Bremse aufschalten. Ist der Bahnsteig? Ich bin viel zu früh dran mit Bremsen, naja. Ich hoffe, dass wir drin stehen. Bleib stehen. Du musst stehen bleiben. Ja, wir stehen eigentlich noch schön drinnen. Und Physik haben wir die ganz gut erwischt, glaube ich. Es ist natürlich weiter schwerer ohne Ding zum Fahren. Jetzt war da eine 90er Ankündigung. Da steht jetzt 60. Na toll. Da war aber eine 90er Ankündigung. Naja, fahren wir mit 60 weiter. Noch mehr. So, weiter geht's. Ohne Hut ist es ein bisschen schwer zum Fahren. Aber ich glaube, wir werden es hinbringen. Und zeitmäßig haben wir, naja, es war nicht so. Das ist 48. Da ist, da kommt jetzt eine Ankündigung. 70. So, 70 Ankündigung. Ich weiß, man soll nicht mit dem V-Sollsteller runterbremsen. Aber was soll's. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder viel zu früh mit dem Bremsen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man das nicht gewöhnt ist, ohne Hut zu fahren, weil ich nicht weiß, wann ich mich jetzt einbremsen soll. Und die Bremsen von dem Trieb sage ich schon, von dem Steuerwagen sind sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, jetzt bringen wir es hin. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen drüber geschossen. Ja, ich hoffe, dass wir noch drin stehen. Also als Lokführer würde ich wieder mal kontrollieren, meinen ersten Waggon drüber. Liebe Fahrgäste, bitte Moment einmal, ist da so kurz der Bahnsteig? Ah ja, der ist aber sehr kurz, der Bahnsteig, aber trotzdem. Das war ein kleines Minuspunkt. So, wir haben frei.
Ja, Salzkammergutbahn, ich finde die Strecke irrsinnig schön. Es ist halt leider wieder nur eine einspurige Strecke, aber mir gefällt sie an und für sich. Man kann da auch einiges drauf machen. Also, ich finde es klasse, das Teil. Und da wir ja nicht wirklich so viele österreichische Strecken haben, ist es ja recht angenehm, wenn wir da was Ländliches haben, ein bisschen Großmann kennt es da auch, da wuchert alles. Also das ist schon ein bisschen sehr verwuchert am Bauen, da muss ich zugeben. Aber ländliche Gegend halt. Das Wettermodell ist auch ganz schön, zufälligerweise. Das ist immer so eine Sache mit dem Wetter, wegen der Fernsicht da. Wenn man da das falsche Wetter hat, schauen die Berge nicht besonders gut aus. Bin ich schon drauf gekommen und dann kommt es auch drauf an bei den Wettereinstellungen, was man eingestellt hat. Ob man, also wenn man jetzt zum Beispiel Sommer eingestellt hat und man fährt um 5 Uhr irgendwas, dann sollte das Datum auch passen. Wenn man da im Anfang Juni fährt zum Beispiel, dann ist es irrsinnig schön. Da fährt man dann im Sonnenaufgang rein. Also da gibt es schon sehr schöne Sachen mit dem Wetter. Auch mit dem Standard-Koyo-Wetter ist es kein Problem. Man kann es hinkriegen. Man muss halt nur schauen, dass man eben den Zeitpunkt richtig erwischt. Da vorne ist dann auf 40er. Ich weiß, man soll nicht mit der AFB runterbremsen. Bremsen wir uns wieder mal rein, zumindest probieren wir es. Da steht ein Gegenzug. Also ich finde die Ausleuchtung auch ganz schön in der Strecke. Ich glaube, jetzt stehen wir leider ein bisschen weit hinten. Ich schau gleich nach. Und der Tunnel macht auf der falschen Seite auf. Der müsste rechts links aufmachen. Ach Gott. Und wenn ich jetzt umschalte, dann geht das wieder nicht. Egal. Es ist halt vom Spiel her ein bisschen blöd teilweise. Oh, mach grün. Und weiter geht's. Natürlich haben wir es nicht geschafft, das ist schon logisch. Das wäre aber auch die Streckengeschwindigkeiten teilweise nicht passen. Jetzt haben wir Platz vom Schub genommen. So, da ist jetzt noch 40 bei der Ausfahrt. Und nachher müsste es dann auf 70 oder was raufgehen. Okay, gut, keine Beeinflussung. Zeigt der drüber 40er, ich bin doch schon drüber, 70 habe ich recht gehabt.
gesagt, ich mag den Zug. Ich meine, optisch gefällt er mir natürlich, aber der ist so schwer zum Einbremsen, das ist ein Wahnsinn. Aber die Strecke ist wunderschön. Und da ich jetzt aber nicht weiß, wann die nächste Station kommt, hoffe ich, dass wir das alles schön da bremsen. Wie gesagt, ich fahre normalerweise selten ohne Hut, aber da eben bei der Strecke die Geschwindigkeiten vom Hut her nicht wirklich passen, habe ich mir gedacht, ich probiere es einmal. Nur das Problem ist, ich habe das Szenario nicht ganz Probe gefahren, also ich weiß nicht, was da für Streckengeschwindigkeiten kommen. Das ist ja das Schlimme. Da ist da schon wieder ein Bahnhof. Ah, doch nicht. So, schauen wir mal da draußen. Kriegen wir eine von unten. Natürlich nicht. Ich will eine von unten haben. Ja Leute, ich spür's nicht. Wir kriegen keine Ansicht von unten momentan. Aber jetzt wieder nicht. Auch frei. Dann lassen wir halt einmal so vorbeifahren. Alles ein bisschen grell heute, komischerweise, aber das liegt an der Strecke, glaube ich. Ist das jetzt ein 60er? Nee. Sehr 70er. Warum ich da jetzt am Unterbremsen, dann fragt sich am anderen Leute. Da habe ich mich von den grellen Lichtern irritieren lassen. Wenn ich heute nicht so viel rede, liegt es daran, dass ich eben die Strecke nicht wirklich kenne. Nicht weiß, wann ich da jetzt bremsen muss. Und wieder mal sagen, es kommt eine Station. Da bremst man nimmer. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Wenn man die Strecke nicht kennt, sollte man... Ja. Ja, wieder mal mit dem ersten Wagen drüber. Ja, Leute, ich schalte das Rad wieder ein. Es tut mir leid. Aber ich weiß nicht, wann ich bremsen muss, wenn ich das Rad nicht eingeschalten habe. Jetzt wird man die Bremse natürlich nicht rechtzeitig lösen. Das ist so blöd bei dem... Ja, wir haben Abfahrt, ich weiß es. Ja, wird schon passen. Also setzen wir es nach, wenn ich am Blödsinn zusammenfahre. Brauchen wir das nicht erinnern. Naja, das steht nur. Es ist leider mein Fehler heute. Ich schaff's nicht irgendwie. Aber ja, das, man würde das Hut insofern, ja, Schnauze sicher, bei diesem Triebzug ja nicht brauchen, weil man ja die Tür, wenn man die Türsteuerung aktiviert hat, sieht man ja, wann die Tür zugeht, was ja ganz gut ist an und für sich.
bei manchen sieht man es nicht, bei manchen Garnituren oder Fahrzeuge, wenn man keine Anzeige hat in der Lok drinnen, beziehungsweise im Steuerwagen, im Triebwagen, wie auch immer. Also beim Talent sieht man es nicht. Da hört man es, glaube ich, nur, wenn die Türen zugehen. Der 4020er ist ganz gut in dem Punkt, da sieht man es wirklich. Also da, ja, bei den anderen ist es halt auch immer so eine Sache. Was habe ich für ein Fahrzeug, damit ich weiß, ob ich in der Station bin, muss man halt von außen schauen, wenn die Türen zugehen. Sollte man ohne Hund fahren. Oder man sollte sich die Standzeiten einbringen. Das sind meistens so 35 Sekunden. Wenn es nicht anders programmiert wurde, da kann man dann an und für sich schon Aldi, falscher LKW. Wir sind schon bald im Bodischl, na passt. Ich weiß gar nicht, wie wir haben wir denn? Sorry, ich schaue mir kurz. Wir haben noch einiges zum Fahren. Das ist ja noch ganz schön. Da kann ich mich ja noch schön blamieren. Nicht mehr reinbremsen. Aber wie gesagt, ich finde die Strecke irrsinnig schön. So, was haben wir da für Vorsignal? So, jetzt nicht, dass da jetzt schon 40er ist. Nö. War da nicht heute erwarten? Nein, langsam heute erwarten. Ne? Dann haben wir den 70er jetzt. Leute aufwecken. Da sind wir, das bin ich in die andere Richtung gefahren. Ja, weiß schon wieder. Den 40er habe ich jetzt verschlafen. Das ist die Einfahrt über die Brücke, genau. Schön drin. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit hin. Wir stehen jetzt schön drinnen. Da fährt ein Güterzug weg. Also das Szenario hat ganz gute Arbeit geleistet. Gefällt mir bis jetzt. So, wo da mal jetzt ein Ding gehen? Naja. Wieso hast man da Depp jetzt eine Zwangsbremsung mitten in der Station? Wie geht denn das? Der ist doch gestanden.
Jetzt macht die Bremsen wieder nicht auf. Leute, das ist ein Chaos-Video heute. Jetzt löst die Bremse erst. Das verstehe ich jetzt nicht. Da bist du einmal in der Außenansicht, obwohl er steht. Das muss ein Fehler im Programm gewesen sein, aber das gibt's ja nicht. Er ist doch gar nicht gefahren. Ich kapier's nicht. Ich verstehe es echt nicht, warum er da jetzt so dumm gesponnen hat. Egal. Oh, ein Tunnel. Wir sind ja gleich wieder draußen, da brauchen wir das Fernlicht doch nicht. Okay, weiter geht's. Salzkammergutbahn. Auch ein schönes Stück Österreich, auch viel Wald, ruhige Strecke. Da könnte man vorstellen, mit der 1042er irgendeinen alten Personenzug mit Schlieren dran oder sowas. Ja, recht interessant, oder man könnte auch teilweise dieseln. Und ältere Sachen, aber da haben wir leider halt nur diese 2043er mit dem V200er Führerstand. Und ehrlich gesagt, als KI-Material geht's, aber selbstfahrendes Teil, nee. Und als KI-Material muss man es auch austauschen gegen die Rebins, weil die nicht repaintete Version hat keine Frontscheinwerfer. Das ist sau blöd. Zumindest bei mir nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch reingestellt oder was. Oder ist ein kleiner Fehler beim Installieren passiert. Keine Ahnung. Nächster Halt Laufen bei Bad Ischl. Dann laufen wir mal. So, da haben wir einen 40er Ankündiger. Da brauchen wir gar nicht auf die 70 hochgehen. Gehen wir eher gleich auf die 40 runter. Schön langsam, aber wenn wir jetzt die nicht einhalten können, die Zeit mehr. Warum hupe ich bei einem Schranken? Ich bin auch blöd. Aber bitte Bremsweg, Abstand 40er und wo ist er? So was passiert, wenn man die Strecke nicht kennt. Schauen wir. Ja, jetzt habe ich endlich einmal eine Seitenansicht. Von unten. Da ist eigentlich nur 70er, aber zeigt es mir aber auch kein 40er an. Naja, was soll's. Lass mal vorbeirauschen. Ich liebe es, wenn ein Zug mit Makro vorbeifährt. So, ich weiß, die Loksounds sind da ist erst der 40er. Dann haben wir im Hut nicht einmal angeschrieben, eh klar. Und auch nicht angezeigt. So, 40 Ende. Das heißt, wir dürfen wieder beschleunigen auf eigentlich 70, weil kein 60 gestanden ist. Das Hut sagt 60. Das ist das einzige, wo ich nicht durchblicke. Also da ist wirklich voll gescheiter, wenn man das ohne Hut fährt.
sonst kommt man mit der Ding nicht füreinander wahrscheinlich mit der Zeit. Aber die Zeiten haben wir sowieso nicht mehr. Wir sind schon viel zu spät. Ist mir aber ehrlich gesagt egal, weil ich fahre es ja wegen einem Spaß und nicht wegen den Zeiten. Dass ich da Hagel habe oder nicht, das ist mir sowas von Blumsen. Okay, da muss man wieder den Schneepflug raufgeben, das ist ein Sprecher mit einem kleinen Ding. Jetzt haben wir wieder 70. Der weiß nicht, was er will. War wahrscheinlich die ganze Zeit 70 gewesen. Naja, was soll's. Das ist halt diesmal ein bisschen ein faderes Szenario. Weil die Gegend ist natürlich wunderschön. Es ist so viele Berge da. Salzkammergut selbst war ich noch nicht. Ich meine, Badischl kennt man natürlich. Erst einmal vom Salz her und so weiter. Also natürlich auch aus diverse Filme. Immer schon mal ein bisschen. Das war bald ein bisschen zu viel. Ja, das passt. Nein, nicht. Ja. Zurück damit. Sonst sind wir zu langsam bei der Einfahrt. Also das Reinbremsen mit dem Steuerwagen. Das ist für mich eine Schwierigkeit sondergleichen. Wenn ich nie weiß, wann ich bei dem bremsen soll. Auf 2 Bar hoch. Jetzt lösen wir wieder. So, und jetzt stehe ich natürlich zu weit hinten wahrscheinlich. Genau. Aber was tut man nicht für seine Fans, für seine Follower, Freunde, wie auch immer. Es ist einfach nicht möglich, also für mich mit diesem Zug, mit diesem Steuerwagen da richtig reinzufahren. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schaffe. Ich bin einfach... Ich will nicht sagen, dass ich jetzt blöd bin dafür. Das nicht, aber... Wahrscheinlich muss ich ihn öfter fahren, damit ich den einmal reinkriege. Ich fahre ihn auch sehr selten, weil er mir eben von der Steuerung mit der Bremse nicht gefällt. Alte Tafel wäre da vorne gewesen, na super. Oh weh. Egal. Jetzt geht's nach Bad Gäusern. Da gibt's ein Jodschwefelbad. Okay. Das ist irgendwas Gesundes. Schätze ich einmal. Ja, diese Heilbäder, die sind aber eigentlich relativ teuer, wenn man das so nimmt. Also wenn man da so ein Heilbad, das ist, also wenn man jetzt als Customer, als Kunde hingeht faktisch, ne? Weil, gut, aber eigentlich in Wien selber können wir ja froh sein, wir haben die Hochquellwasserleitung, wir haben so ziemlich das beste Österreich, also in der Wasserleitung, glaube ich, haben wir das beste Wasser in Österreich. Da kommt es natürlich auch drauf an, wo man in Wien ist. Das ist auch von Bezirk zu Bezirk verschieden. Komischerweise. Aber zum Glück kann man in Österreich fast überall, also in Wien definitiv, das Wasser aus der Wasserleitung trinken. Und das ist in manchen Ländern ja nicht der Fall. Nicht? Also in manchen Ländern geht das gar nicht, dass man da das Wasser trinkt aus der Leitung. Da ist eh
wieder erschranken, jedes Mal verdurren. So, Stop lösen. Den Schuppen auf. Wieder zu weit hinten, obwohl da im Hut steht er drauf. Also im Hut steht er drauf und da bin ich mit der letzten Tür draußen. Ich kapier's nicht. Also nach dem Hut kann man anscheinend auch nicht gehen. Es ist teilweise ja Train-Simulator halt. Wie gesagt, den Job hätte ich wahrscheinlich schon längst verloren. Abfahrt. Aber egal. Ich mache das, weil es mir einen Spaß macht und weil ihr darüber lachen könnt, vielleicht wenn ich so einen Stumpf zusammenfahre. Na husch. Ich hab doch eingelöst gehabt, ach Gott. Oh weh. Naja. Da kann man eigentlich eh schon auf 90 hochgehen. Das geht sich aus mit dem Beschleunigen, dass wir da vorbei sind. Jetzt kommt Bad Gäusern ohne Bad. Ja, da ist der 90er, das geht sich locker aus. Also die Häuser so knapp neben einem Baum. Das ist nicht das Wahre, ehrlich gesagt. Wir hatten Gott sei Dank ein paar Meter Abstand zum Bahndamm. Allerdings auch nicht so viel. So was haben wir gehabt, wir haben vielleicht 150, 200 Meter zum Bahndamm gehabt, zum Bahnhof selbst jetzt, aber trotzdem teilweise sehr laut gewesen, aber das ist halt mit den Zügen von früher, war das doch was anderes, also die haben halt dann doch ganz andere Lokomotiven drauf gehabt und, also das ist Schnauzesiffer. Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum Ende des Videos, dass ich mich da mal reinbremse, ohne dass ich mich da verbremse. Wie der steht aber auch schief da. Der steht aber auch vor dem Signal, ne? Servus. Diesmal schaffe ich es, dass ich mich schon reinbremse. Na, bleib stehen. Genau so sollte man sich. Bleib stehen. Sakrahaxen auch schon. Jetzt stehen wir optimal drinnen und der Gegenzug ist auch schon weg. Jawohl, endlich einmal. Kann ich mir auf die Brust klopfen. Jetzt habe ich es endlich einmal geschafft, dass ich mit dem Zug, mit dem Triebwagen sage ich schon, mit dem Steuerwagen einmal richtig reinfahre. Was ja nicht so einfach ist, ne? Wie man gesehen hat.
So, weiter geht's. Nächster Halt Steg Gossau. Haben wir dann noch Obersee, Hallstatt, Oberdorn. 1, 2, 3, 4 Stationen, dann haben wir es geschafft. Gott sei Dank. 70. Wie gesagt, ich finde die Strecken selbst eigentlich relativ schön, aber wenn es eine eingleisige Strecken ist. Da steht, das ist, da ist aber einiges am Parkplatz, sogar Porsche steht immer da. Immer wieder Außenansicht von unten, er mag mich wieder mal nicht. Nehmen wir die. Nächste. Bringt keine Minuten, Leute. Warum, weiß ich nicht. Schutzstrecke, jösses nach abbügeln. Ja, hätte nur nicht abbügeln, ich bin auch blöd. Ich hätte doch nur Hauptschalter ausschalten. Ja, mein Fehler. Also Hauptschalter nicht abbügeln, aber die Schulstrecke habe ich Gott sei Dank noch gesehen. Egal. Es hat funktioniert. Da ist eher wieder das Gestrüpp da außen, man sieht kaum. Dynamische zur Hilfe. Da ist langsam vor der Welt. Das könnte sich diesmal auch wieder so halbwegs ausgehen. Gerade eine Öse. Das muss ich jetzt überprüfen. Das will ich jetzt wissen. Ob da wirklich so schön bei der Heute da steht. Da hätte ich sogar noch ein Stück vor können. Dem habe ich nicht gerechnet, dass ich endlich einmal schaffe zum Reinbremsen. Das ist. Da haben wir einen Lokschuppen anhalten, der ist aber auch hübsch. No. Sehr schranken, brauche ich nicht hupen. Ja, wie gesagt, das ist heute etwas ein zaches Szenario. Feldwegerl da, die sind auch etwas nervig.
zwar kein 70er Tafel gesehen, aber jo, c'est la vie. So ist das Leben, ne? Wie gesagt, ich verlinke euch die Strecke in der Beschreibung. Und ja, hoffe, dass es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, was ich da mache, dann könnt ihr ein Like da lassen oder wer will ein Abo. Somit habe ich meinen Bettelauftrag auch wieder erfüllt. Na, ist ein Spaß. Wer es anschauen will, soll es anschauen. Wenn er mehr sehen will, kann er natürlich ein Abo da lassen oder auch nicht. Es ist, ich mache das ja, weil es mir einen Spaß macht. Das betone ich zwar jedes Mal, aber es ist einfach so. Man muss ja nicht immer um Abos betteln oder weil damit, dass man was verdient, da bin ich sowieso klar dafür. Wiese. Da kommt einmal eine Ansicht von unten und dann hat man nur Gras. Ich glaube, das war die Kieferansicht, ne? Lauter Gras. Oder was meinen Sie hier? Wie gesagt, über die Region kann ich euch leider nicht viel erzählen, weil ich noch nicht dort war, außer dass es sehr schön ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, Mondsee selber ist auch sehr schön, aber da kommen wir glaube ich nicht vorbei. So, jetzt kommt Obersee. Wahrscheinlich liegt er ein bisschen weiter oben. Keine Ahnung, warum der Obersee heißt. Aber ja. Leichte, dynamische. So, ja, das müsste sich wieder schön ausgehen. Schauen wir mal, ob wir es jetzt schaffen. Also, wie soll ich da wissen ohne Streckenkenntnis? So, auf 2 Bar. Und jetzt stehen wir zu früh. Und lösen wir. Die habe ich jetzt komplett vergeigt. Jetzt stehen wir viel zu viel, ich fahre da ein Stück vor. Ja, ein totaler Verhauer muss dabei sein. Ja, noch nicht weit genug. Das ist ja nicht normal mit dem 70, mit den 8073er. Ich komme mit den Bremsen einfach nicht klar. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ich weiß schon warum, weil man die Übung fällt mit dem Zug, das ist schon klar. Wenn man den einmal heraus hat, ist er sicher schön zu fahren. Jetzt geht es nach Hallstatt. Dann müssen wir es eh schon haben, dann müssen wir eh schon übertragen kommen. Ja, Hallstatt und Oberdorn. 2 Stationen noch. Dann haben wir das Drama hinter uns. Wir sitzen
da irgendwie in der Senke drinnen und haben da wirklich ja, die Schattenseiten vom Berg. Okay. Schau, da ist der Hallstätter See. Ich glaube zumindest, dass es der Hallstätter See ist. Na, von außen geht's nicht, von unten. Ich kriege wieder mal keine von unten, tut mir leid. Aber es ist wirklich so, dass es auf der Schattenseite vom Berg teilweise einiges dunkler ist, als wie dort, wo die Sonne hinscheint. Ich meine, ist klar, weil keine Sonne hinscheint, aber es ist teilweise schon fast finster auf der einen Seite, wo auf der anderen Seite taghell ist. Das stimmt so gut. Ich meine, wir haben halb 8 in der Früh, also da im Szenario jetzt, also das passt schon von der Zeit her. Von der Witterung, auch wenn es ein Kuhwetter ist, nehme ich einmal an, aber die Bewölkung passt, da geht es auch mit den Bergen, dass man das relativ schön sieht. Überhaupt bei der Strecke ist es, finde ich, schön gemacht mit den Bergen, weil es es auch schön anzeigt, obwohl doch, also zum Beispiel am Dreiländereck habe ich teilweise das Problem, dass man auf weit entfernte Berge das nicht wirklich anzeigt. Dann haben wir so hellgrüne Flecken beim Sonnenschein. Das schaut ja auch nicht gut aus, ne? Da ist ein kleiner Grafikfehler jetzt gewesen. Im Tunnel ist es so finster. Da nutzt es nicht auch nichts. Wow. Ah ja, also wegen der Kurve war das. Warum sagt man keiner, dass ich bremsen muss, ha? Und da war das Fernlicht wieder an. Das weiß ich auch nicht. Muss man in Österreich mit oder ohne Fernlicht fahren? Keine Ahnung. Da könnte man eigentlich mit Fernlicht genauso fahren, denke ich mal. Oder nicht? Schon wieder zu früh. Kommen wir da vor, kommen wir da vor, kommen wir da vor. Nicht schon wieder zu weit hinten. Da geht es leicht bergauf. Vielleicht deswegen. Steh bleiben, steh bleiben, bleib stehen, bleibst du stehen. Jawohl. Diesmal habe ich es erwischt. Gott sei Dank. Endlich stehe ich einmal, also zweimal haben wir es geschafft, dass wir gut drin stehen. Öfter nicht. Oh, das mit der Bremse bei dem Zug ist ein Horror. Abfahrt, jawohl. So, Dale. Weiter geht's. Endstation Oberdauern, Dachsteinhöhe. Also für uns, wenn wir abgelöst werden. Beziehungsweise, weil die Strecke nicht länger ist. Aber ist eh lang genug. Ich glaube, das dauert jetzt eh schon fast eine Stunde. Weil wir ja Verspätung auch haben, gewaltige. 30 sollen wir dort sein, wir haben 5 Minuten Verspätung. Das sollte nicht passieren, aber wie gesagt, wenn die Streckengeschwindigkeiten nicht stimmen teilweise und da ich das da noch nicht vorgefahren habe, ist das ein bisschen schwierig. Sicher in der Zeit zum Schaffen, glaube ich schon, aber
aber wie gesagt, wegen der Geschwindigkeit müssen es halt ein bisschen. Und da ich ja kein Profi bin und die Strecke nicht wirklich kenne, mache ich mir da ehrlich gesagt nicht wirklich viel draus, wenn ich da ein bisschen zu spät bin. Solange es nicht zu viel ist, natürlich. Und ja. Und der See ist auch schön. Ja, dann darf ich nur mit 60 zuckeln. Jetzt kriegen wir doch eine Außenansicht. Wieder nicht von der Seite. Das ist ja. Aber es schaut schon gut aus, wenn er da am Ufer lang fährt. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Leichte dynamische Bremse. Jetzt nehmen wir ein bisschen Luft dazu. So. Jetzt geben wir die dynamische dazu. Wird aber nicht mehr viel bringen. Na oh ja, bringt noch was. Ja, jetzt geht's auf einmal, jetzt kann ich schön reinfahren. Ich stehe trotzdem ein bisschen weit hinten. Jetzt passt. Das gibt's ja jetzt nicht. Bei der Endstation schaffe ich es, dass ich mich schön reinbremse. Aber na gut. So, das war's für heute, denke ich einmal. Ich schätze mal, das wird jetzt aussehen, das Szenario. Lieber Fabian, ich hoffe, ich habe da trotz meiner fehlerhaften Fahrt, Schusseligkeit, schlechten Vorstil, wie man immer das auch nennen mag, eine Freude mit dem Zug und mit der Strecke gemacht. Ich verlinke euch die Strecke natürlich in der Beschreibung und wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Andi.